Willkommen zurück bei Trades of Cold Steel 2, Leute, da sind wir wieder. Und jetzt werden wir den Duke und Scarlet mal besuchen gehen. Und Juice ist auch, der auf sie aufpasst. Damn, this is incredible. It's not as grand as Valflame Palace, but I doubt you'll find many mansions this fancy. The Duke's residence is certainly befitting of his status. You came after all, Reen. Natürlich. Yeah, I was kinda hesitant to come and visit in case I got in your way, though. No, it's fine. Everything is largely settled here now. I will leave the rest to you, then. As you wish. Leave everything to us, and we will strive and make things as comfortable for your father as possible. You have my thanks. He's Captain Claire's adjutant, isn't he? Indeed, and quite a skilled one at that. He and his men will be managing the mansion together while keeping my father in custody, at least until the war comes to an end. Oh, right. There's no need to look so glum. He deserves to answer for his crimes much like others. He should be grateful he hasn't been handcuffed and thrown in a cell. I guess that's one way of looking at it. Oh, yeah, Scarlet's here too, right? She's currently receiving treatment in the annex. She remains bedridden, but her life is in no real danger, or so I hear. That's good. If you'd like to speak with her, you should go and pay her a visit. Meanwhile, I'll be going to my room to get ready for departure. If you need anything at all, feel free to come by and see me. Thanks, Eustace. Will do. Wait a sec. Where is his room anyway? I don't know where the annex Scarlet's in is either. I guess I'll have to ask someone. Hier stehen genug Leute. Ich muss nicht mal wirklich jemanden fragen, ich kann auch einfach auf die Karte gucken, nicht wahr? Oh. I knew it would be you. Did you come to listen to me whine and complain about you? I know you didn't want me to save you, but you don't have to hate me for it. I was just joking. I don't care what happens to me. Whether I live or die or get executed as a terrorist, what happens, happens. Stop being so flippant about the whole thing. But you seem to be a little more cheerful than I was expecting you to be. I'm glad. Well, it sounds like you're doing all right at least. That's good. My only complaint is that I wasn't allowed to ascend to heaven like I wanted to. But perhaps this is just how it was meant to be. I wish I could tell you. You said you used to be a sister, right? You mentioned something about training over in Arteria too. I did, though that training was a long time ago. That really takes me back. So that wasn't a lie? Sorry. It wasn't that I didn't believe you, it's just... I'll have you know I grew up in one of the most pious families in the country. Hard as that may be to believe. I was so happy when I was first invited to join the church. I doubt you'd know, but the church is a fairly complex organization with plenty of divisions within it. The part I was invited to join was an organization called the Congregation for the Sacraments. They're a group full of immensely skilled people who take on some unique missions, to put it mildly. It made me happier than you could imagine to be recognized by people like that at such a young age. I didn't have any special abilities of my own, but I left home, trained my hardest,
and eventually became a squire. A squire? As in a kind of knight? I thought you said you became a sister. Unless you're saying the church has knights too. Ugh, I'm getting confused now. Anyone would be in your position. Their image of the church begins and ends with priests and mass. As it was, my days in Arteria came to an abrupt end. Just before I went out on my first mission, I got word of what had happened. I hurried back to Erebonia as fast as I could, but I was too late to do anything. Lady Scarlet, I think you should get some more rest. Halt die Fresse, wir unterhalten uns. Sorry, I didn't mean to make you strain yourself. You really are a softie. If you want to hear the rest, you'll have to come back another time. So, if you're interested. It's hard to imagine someone going from being a sister to a terrorist, but that's just what happened. I'm still convinced that it would have been a waste for her to have died back there. I'm glad she seems to have calmed down for now. I'll have to come back another time to see how she's doing. Okay, das werden wir uns mal im Hinterkopf behalten, damit wir den Rest der Geschichte noch hören können. Wollen wir Juices Raum auch nochmal besuchen? Die Duke's Quarters, da dürfen wir nicht rein, oder? Ja, das ist nicht die Zeit, um ihn zu besuchen. Certainly not. Oh, suchst du nach Lord Juices Raum? Bitte, dann geh hier nach rechts jetzt. Am Ende des rechten Flurs. Oh, danke. Aber seine Hoheit und Lord Juices haben gerade viel zu tun. Versuch bitte in der Menschen selbst leise zu sein, damit du sie nicht ablenkst. Ja, natürlich, ich werde so leise sein wie möglich. Was heißt denn seine Majestät? Du sprichst nicht den Duke mit seiner Majestät immer noch an, oder? Das wäre derart... Der ist jetzt keine Majestät mehr. Er ist ein Terrorist. Die RMP sollte sich hier um die Villa so lange kümmern. Vielleicht könnte ich deswegen noch endlich nochmal mit meinem Pferd ein letztes Mal ausreiten, bevor wir gehen. Ah, und ich wette, da hätten wir mitmachen können, right? Wenn wir jetzt noch einen Bonding Point übrig hätten, aber haben wir nicht. Und dementsprechend geht es für uns zurück auf die Courageous, die da hinten gerade steht. Ich denke, wir haben alles getan und so weiter und so fort. Ah, ich denke, ich sollte jetzt reingehen. Ich kann ja auf die anderen warten. Reen. Was denn jetzt? Sieht so aus, als ob wir dich gerade noch rechtzeitig bekommen haben. Wolltest du jetzt schon reingehen? Oh, hallo. Was ist denn los? Ihr seht irgendwie aus, als wäre irgendwas. Nun, wir haben eine Nachricht bekommen von den Leuten, die noch im Schiff sind. Sie haben gesagt, etwas ist in Crossbell passiert. In Crossbell? Wir haben gesehen, dass die Stadt von einer blauen Barriere umgeben war. Da, wo Garellia Fortress mal war. Aber es ist nicht das, schätze ich mal, nicht wahr? Glaub es oder nicht, das ist etwas noch komisch. Es ist etwas, was noch komischer ist. Wir möchten dorthin zurück und uns das mal genauer anschauen. Wäre es okay, wenn du alle in der Stadt zusammensammelst und sie hierher bringst? Wir machen in der Zeit alles bereit, damit wir abhauen können. Okay, ich werde so schnell wie möglich zurück sein. Ich überlasse das euch. Was ist denn nun schon wieder los? Also die Stadt macht auch nur Ärger, ne? Alles macht hier irgendwie nur Ärger. Reen hat schnell seine Klassenkameraden gefunden. So haben sie sich alle beim Barrier Head Airport getroffen. Und danach hat die Courageous losgeflogen. Upper rank you go! Hey, Rang A4 schon jetzt, muss ich sagen. Oh, Domination ist strong, glaube ich. Well done! I'm so proud of you! Yeah, mal wieder ein S. Kurs Richtung Nordosten halten. Der Kurs Richtung Nordosten ist klar.
Das Schiff erreicht jetzt maximale Geschwindigkeit. Wir sollten jetzt der Festung näher kommen. Bitte versucht die 4. gepanzerte Division und die RMP zu informieren. Aye, aye, Captain. Oh, ich kann etwas sehen in der Distanz. Was zum... Ich habe hier irgendwelche sehr komischen Daten. Was denn nun schon wieder? Was sind das jetzt? Nebel? Oh, I can see Crossbell now. There seems to be something emitting light in the distance as well. What in the world is that? What the fuck? Ein riesiger Baum. Ein riesiger Geisterbaum, der Mana ohne Ende aussprüht scheinbar. I don't know. That blue barrier that was surrounding the city before is gone. Was passiert da drüben eigentlich überhaupt? Das ist... But now there's something even more unbelievable in its place. An azure tree? Yeah, it looks like a tree to me too. It's got all those branches coming out of it. I don't think trees so vast even exist in legend. Never mind in reality. Yeah, there's something completely otherworldly about it. Do you know what it is, Celine? I wish I did. There's nothing like that in any of the clan's legends. Just what is happening over in Crossbell? Ja, das frage ich mich auch. Da gehen halt noch wildere Dinge ab als in Erebonien. Oh shit. Also wenn es irgendjemand weiß, dann ist es Vita. Now that's damned impressive. It must be over 2,000 arge tall. Oh, never thought I'd come face to face with something that big in my lifetime. Life's just full of surprises. Oh, this is the very essence of beauty. So this is the fruit of the Azure Zero project, a testament to the power of human obsession. Irgendwas sagt mir, dass wir in Trails to Azure, weil das ist irgendwie auch so ein Teil, ne? Ich weiß gar nicht, Trails to Azure, Trails of Azure, auf jeden Fall gibt es einen Trails-Teil mit Azure im Namen. Den werden wir ja definitiv auch noch spielen. Ich weiß nicht, wo genau der zeitlich spielt. Irgendwas sagt mir bei dem ganzen Azure-Gerede hier, dass das eine große Rolle spielen wird und dass wir da vielleicht Hintergrundinformationen noch bekommen werden zu all dem. Looks like everything did go according to plan. Not that any other outcome was ever a possibility with my illustrious Lord lending a hand. Gott, ja, wir haben es verstanden. Dein Lord oder deine Lordin ist krass. So that showed up as a result of that phantasmal blaze plan of yours? And you're planning on spawning something like that over here too? That we are. What you see before you is a miracle born of human hands, made manifest by the Zero Child. The end of the second movement is finally nigh. Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Let the preparations begin. This story's finale is bound to be one to remember. Bro, was genau ist ihr Plan, Alter? Holy shit, das hört sich nach Weltzerstörung angefühlt. Guess it's almost time to wrap things up. Wonder if it'll go how she and Campanella want it to, though. Ja, was genau wollen die denn überhaupt, ey? Ich habe keine Ahnung. Was ist deren Ziel? Heimdall. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Mit der Walfly im Palast ist auch wirklich die Definition von overdone, ne? So riesig, Alter. Excuse us, Lord Rufus.
Die beiden overpowerten Generäle. Well, well. If it isn't General Le Guin and Brigadier General Bardius. I had thought you were still on the Western Front. Might I ask what brings you here? Do you even need to ask? First Ruhr, now Bereahard. The Eastern Front is collapsing as we speak. I see no reason for us to remain in the West any longer. I wouldn't go quite that far, General. As long as the West remains well protected, Heimdall will not fall. As for Nortia and the elements which sided with Duke Alberea, they could always abandon their neutrality. The war is still ours for the winning. That hasn't changed. An impressive analysis. By the way, would you happen to know anything about that vast tree that's sprouted up in Crossbow? Is it even a tree to begin with? I haven't viewed it from up close, but the pictures were like nothing I'd ever seen. It could be completely harmless, but it's likely causing Erebonians in the East no shortage of anxiety just by being there. I quite agree, and that concerns me as well. Still, Duke Cayenne insists its appearance was planned. There should be nothing to fear. Na toll, dann ist das auf jeden Fall was Schlechtes für uns. Really now? I was aware he was affiliating himself with some suspicious society of sorts. Could the two be related? What happens behind the scenes is of no concern to us, I suppose. We are warriors. We live to fight on the battlefield. So, dear Chief of Staff, who is our next opponent to be? Getting right down to business, I see. I'd like for the two of you to defend the capital. Your opponents are to be the 3rd and 4th Armored Divisions, who will be advancing upon it within the next few days. Oh, is that so? What? So they're risking everything in an attempt to take back Heimdall? That is what I predict will happen, yes. I think Craig the Red and One-Eyed Zex will prove to be enough entertainment for the two of you, wouldn't you agree? After all, only the best will do for the two strongest soldiers the Provincial Army has to offer. All right, you win. You have my attention. The prospect alone has my blood boiling in anticipation. I concur. Very well. We shall do as you say. This is sure to be a clash for the ages. Zur selben Zeit unter dem Valflame-Palast. Cedric Reyes Arnor. I had no idea all this existed right under the palace. Duke Cayenne, can I ask exactly where we're going? There is no need to look so concerned, Your Highness. The place we are traveling to is to the center of this city. No, this country. And a place that governs a great power. It is where everything both ends and begins. I'm not sure I understand what you mean. Please, be careful of your footing. If you were to fall off the platform, you most assuredly would go splat and die. Ach, so cool, danke, Altina. Now, it won't do to frighten him. And I must say, I don't recall doing so ever being part of your duties. Pardon me. I believe we're almost there. Jetzt kommt noch was richtig Krasses und Krankes, an das ich mich noch ungefähr vage erinnern kann. I've been waiting for you. Vita Clotilde? The opera singer? What are you doing in a place like this? Greetings, witch. I see that tree emerged successfully. It certainly did. All that remains now is to continue the preparations here. However, let me remind you that under no circumstance...
If you would, spare me. You've made yourself perfectly clear on occasions past, and I am hardly enough of a fool to attempt to defy commands from a witch. What are the two of you talking about? And why did you bring me here? Patience, Your Highness. All will be clear in due time. Oh my, could this be it? What is that thing? What's this feeling? Marvelous! Marvelous! This is the legendary demon said to wield 1,000 weapons. The Crimson Calamity, which was sealed away by Saint Sandlot and Dreikel's 250 years ago, and a fragment of the great power. The Vermilion Testarossa! Nicht gut. Die Tour quer durch Erebonien continued noch immer. The Azure Tree? That's the name of the bizarre tree that appeared in Crossbell then? Yeah, I found it out from the guild branch over there. Things still seem to be tense over in their direction. No one's really sure what it's for or what it can do. Don't think it'll have any direct effect on Erebonia, though. Well, I suppose that's good news. Sort of. Still, people on this side of the country are understandably feeling uneasy about it. Yeah, people have enough to worry about without a giant glowing tree sprouting up from out of nowhere. Anyone would start feeling nervous at the sight of such a thing. At least it should keep Calvert off our backs for a while, right? They're as clueless as we are on what that thing is, and they're not gonna risk an attack before they know for sure. Exactly. In a sense, it's doing the same thing for us the barrier around Crossbell City did before it up and vanished. It's probably the best distraction Erebonia could ask for about now. Oh, is that what your bracer instincts are telling you? It doesn't take a bracer to think that, Eustace. If Calvert were to invade right now while the war's going on... True. The situation we're under is plenty chaotic as it is. All we can do right now is keep doing what we always have and gather information. I'm sure we can do something to improve the situation here, but we don't know enough to decide what that something is. I'm with Gaius. Let's just take a deep breath and do the best we can. That's the best attitude to have right now, too. One thing we could do is keep looking around for other Thor students. We could always use more help, right? We still need more Zemirian ore, too. Oh, that's right! And there are still more spirit shrines left to explore as well. Strangely enough, our best course of action is to simply continue doing what we've always done, albeit with renewed dedication. That works for me. Sounds like you've got things covered in the east, which means that all that's left for me is to wish you good luck. Take care of them. Okay, Sarah? What else would I do? And you take care of yourself, too. We wouldn't want anything to happen to you before you reunite with your dearest Carnelia, now would we? Oh. Yeah. Would you just drop that already? Anyway, keep it up, guys. I'll be in touch. Oh, there goes all my fun. What was all that about? Toval's girlfriend? It did sound that way. For further details, please consult a certain famous novel about a certain lovable scamp, now certainly available in all bookstores. Poor Toval. Anyway, should probably get to work. The best place to start would be checking the latest requests from Prince Oliver. Missed Opportunity. Oh Mann, diese Wortspiele immer.
Ja, hier in Le Grand wurden die Probleme wieder gelöst. Oder eher gesagt, sie haben sich selber gelöst. Und dann haben sie sich wieder entlöst und sind jetzt noch schlimmer geworden. Wir glauben, dass die Ursache dafür vielleicht im Lohengrin-Schloss liegt. Also bitte schaut euch das mal an und schaut, ob ihr das Problem lösen könnt. Ach Gott, wieder zurück zum Lohengrin-Schloss, ja. Hearts in Harmony von Rosine. Ich möchte ein Konzert halten. Damit die Leute in Celtic wissen, dass damit die Leute in Celtic besser heilen können und sehen, dass nicht alles verloren ist. Würdet ihr mir gerne helfen, Klasse 7? Vor allem auf Elliots Hilfe bin ich gespannt. Also kommt bitte in die Kapelle von Celtic. Canyon oder Cantien? Erinnert ihr euch noch an den schönen Ausblick aus dem Aurochs Canyon? Die Tage, die wir dort verbracht haben, die Tage, die wir dort zusammen verbracht haben, wo wir uns so ineinander verliebt haben. Warte, falscher Brief. Naja, auf jeden Fall. Reen, mein guter Freund. Ich habe gehört, dass da ein gefährliches Monster in Aurochs Canyon ist. Könntest du das bitte für mich erledigen? Volkeron. There's a request from Rosine about Celtic. Yeah, if we can, I'd love to help her out. Me too. It's the least we can do after all the market manager did for us. I'm in agreement. We should try and help her if time permits. Klaus also has something in mind for us, it would seem. And that being said, I think it'd be best if I were to accompany you for the time being. I'd like to come along too, especially since we have the spirit shrines to worry about. Of course, Celine will be coming with me. You'll need both of us to get through the shrines, after all. That sounds fine by me. Thanks. All right then, let's go. Level 100, krass, ey. Emma natürlich auch, Fee und dann noch Elliot für die andere Quest. Ja, und das, was wir in dem Part noch machen können, ist das Canyon-Monster, würde ich sagen. Das Canyon-Monster würde ich versuchen jetzt noch zu machen in dem Part, die anderen beiden Quests dann beim nächsten Mal. Ah, sieht so aus, dass du diesen Shop hier ganz gut im Griff hast. Vor allem, obwohl du noch nie Erfahrung hattest. Es war auch schön zu hören, dass es deinem Zuhause im Westen gut geht. Ja, ich habe auch alle möglichen Gründe daran zu glauben, dass das wirklich stimmt. Sieht so aus, als wären wir glücklich genug gewesen, dass wir uns bisher nicht in den Krieg involviert waren. Es gibt keine Garantie, dass das so bleibt. Also mache ich mir immer noch manchmal Sorgen. Aber das passt schon. Ich mache mir auch immer noch Sorgen um meine Heimatstadt. Also weiß ich, wie du dich fühlst. Trotzdem, jetzt da wir hier sind, müssen wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren. Wir wollen schließlich nicht das schwache Mitglied der Gruppe sein. Ich möchte, dass meine Familie stolz ist auf das, was ich während des Krieges gemacht habe. Und ich bin mir sicher, du denkst genauso. Definitiv. Dementsprechend hast du neue Waffen für uns, richtig? Definitiv, ja. Und jetzt haben wir aber Geldprobleme. Und zwar richtig, richtig dicke Geldprobleme. Scheiße. Braucht das alles hier nicht. Genau, wie sieht's denn eigentlich aus mit Domination? Das hatten wir bekommen gehabt, ne? Die erste Attacke, das erste Craft macht immer doppelten Schaden. Das ist was ich Laura geben möchte eigentlich. Ja, das geht jetzt nur noch nicht, weil wir erstmal die Slots upgraden müssen. Erstmal nur für euch 4, weil wir
uns nicht leisten, das andere uns nicht leisten können. Aber gut, okay. Das passt erstmal. Zack. Wie sieht der Schaden jetzt aus? Sehr gut, 2285 Stärke schon. Reen hat auch fast 2000. Kann ich mal alles upgraden hier? Wenn ich Defense 2 wegmache, kriegt Laura noch mehr auf den Sack, ne? Aber Domination ist dafür, glaube ich, geiler. Ja, 2000, wir machen aus ihr wirklich einen Damage. Wir machen aus ihr einen reinen Damage-Build. Das dürfte, denke ich mal, passen. Wir werden natürlich auch... warte mal, gibt es noch Studenten, die wir holen müssen? Oh ja, und zwar einige. Ah, Bridget können wir jetzt holen. Berea Heart. Beryl? Die ist jetzt in Ymir. Ach, das ist, glaube ich, die... Ja, stimmt, das war die gewesen mit den Geistern, ne? Colette, Rex. Ach, Rex möchte jetzt auch mitkommen, siehst du? Rosine und Theresia. Okay, viele sind im Berea Heart. Ja, die holen wir natürlich auch alle mit an Bord, ist ja klar. Dementsprechend können wir jetzt auch nach Berea Heart jederzeit. Und Auruchsfort. Und Aurus Canyon Path. Und Nordkreizen Highway 2 und 1. In dem Where do you want to go? Nach Norden geht. Und zu den Schreinen natürlich auch. Ah, und das ist auch unsere Hauptquest, das wieder zu bekommen. Also Schreine. Beziehungsweise das semurianische Erz, was von den Schreinen ausgeht. Was da wächst. Gott, hier waren wir ja auch schon lange nicht mehr, ne? Sind die Gegner ebenbürtig? Ich kann sie auf jeden Fall nicht killen, indem ich sie angreife. Now's our chance. Onward! Ja, die sind Level 101. You still have a lot of training to... Ey, die geben uns... Ja, die sind Level 101. Remedy. Oh, krass. Neues Craft für Elliot. Ja, dann kämpfen wir gegen die hier, ne? Würde ich sagen. Leave this to me. I'll handle it. Now. An opening! Dann sollten wir ganz normal gegen die Gegner hier kämpfen, als würden wir zum ersten Mal über diesen Highway laufen. Tun wir ja auch, ne? In Trades of Cold Steel 2 waren wir hier noch nicht. Wir waren nur in Trades of Cold Steel 1 hier. Bedeutet, wir laufen hier... Wir killen hier nochmal alles und sammeln nochmal Kisten ein und so. Hostiles, my turn. Now. Let's move. Right. My turn. They're up. Hostiles neutralized. Great. ...200 von jedem. Also Zephyrs haben wir sehr, sehr viele. Da kann ich wirklich mich nicht beschweren. Gut, wo ist das Monster? Okay. Ganz durch. Auf dem Pfad 3. Hostile spotted. I'll handle it. Got Da sollten wir auf jeden Fall Overdrive bereit haben. Obwohl ich nicht denke, dass das Monster ein sehr großes Problem darstellen wird. Hostiles neutralized. Trotzdem, die CP und Overdrive haben ist immer gut. Blast Arrow 2. Oh mein Gott. Ja, Mann. Blast Arrow ist quasi der wichtigste Angriff im ganzen Spiel, den wir die ganze Zeit immer und immer wieder benutzt haben. Und jetzt haben wir ihn in einer geupgradeten Version. Das ist wichtig und richtig. Watch out! My turn. I can... Now! Let's move! I'll handle it. Now! An opening!
Ja, das ist noch ordentlich EP. Nicht ganz so viel, aber schon so, dass es sich auf jeden Fall auch noch lohnt, gegen die Gegner hier zu kämpfen. Würde ich sagen. Ich weiß noch, wo wir damals auf dem Weg hier lang gelaufen sind und dann aufpassen mussten, dass die Gegner uns hier nicht angreifen, weil wir irgendwie so low waren und ich erst wieder zurück in die Stadt musste. Okay, it's safe for now. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, obwohl es schon über 7 Monate her ist. Ich glaube, das war sogar bei den Wölfen hier, ne? Genau hier. Und hier haben wir Millium, glaube ich, das erste Mal fliegen sehen. Kann das auch sein? My turn. Now's our chance. Nope. Now's our chance. Hoho. Laura macht 9000 You DPS. still have a lot of training Also to do. 9000 Schaden. I feel stronger. Da hat's gerade kurz geleckt, deswegen speichere ich immer lieber und gucke auch in OBS nochmal nach, ob alles passt, aber sieht gut aus. Alter, was? Endlich, ey. My turn. Now. Let's move. No problem. We should keep going. Und genau hier haben wir auch das Rennen gemacht, ne? Das Rennen mit Jesus. I'll handle it. Also doch, wir waren hier schon mal auf der Strecke, aber haben nicht gekämpft gegen die Monster. Let's move. Now's our... I'll handle it. Hostiles neutralized. I did it! Not bad. Da ist außerdem auch eine Challenger-Kiste. Ich glaube, da haben wir schon mal eine Challenger-Kiste gehabt, ne? Ich glaube, das Placement von den Kisten hat sich nicht verändert. Here I go. Das dürfte gleich geblieben sein. No problem. Leave this to me. Okay. Right. Here I go. Okay, it's safe for now. Huh? Thank goodness. Success. Oh, look! There's a treasure chest. Ich bin mittlerweile so confident, dass ich nicht mal mehr speichere vor den Chests. So sicher bin ich mir, dass wir die platt machen. Nope. Leave. We should keep going. I spy with my little eye. Enemy sighted. No problem. Now. My turn. Now. My turn. My turn. Okay. Targets eliminated. Ja, und ich denke, so glad. das Selbstbewusstsein, das kann ich mir auch erlauben. Killen. Oh, das ist auch ein krasses, ne? Aber wenn die so leuchten. Strength plus 25. Oh, könnten wir auch Laura. Wir könnten das Laura statt Impede geben, ne? Oder statt Dragon Vision. Definitiv. Ja, das ist, glaube ich, das ist besser. Gibt nochmal 10 Stärke mehr. Huh. I welcome all challengers. I'll handle it. Let's move. Leave this to me. Right. Oh, mit Motivate macht Laura noch 10.000 Damage mit dem Craft. Oh, got it. I spy with my little eye the goods. Witzigerweise haben wir nochmal MP2 gefunden. Da ist eine blaue Challenger-Kiste, aber wie gesagt, wenn wir die Leute nicht da haben. Markias und Juices. Hast du jemals Dorothys Buch über Markias und Juices gelesen? Es startet mit Noble Command, ein wichtiges Schwert. Und endete mit einer Shotgun-Hochzeit. Gut, Leute, dann sind wir aber jetzt tatsächlich doch schon am Ende des Parts und ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns an der Stelle im nächsten Part wieder, wenn wir die Quests machen und mehr Torstudenten mit an Bord holen. Also bis dahin und ciao.